Im heutigen Video geht es mal nicht, wie meist üblich bei mir, um ein Songtutorial oder sonstigen eher technischen Herausforderungen beim Gitarrelernen, sondern um ein Thema, das eigentlich genauso wichtig ist und dessen man sich bewusst sein sollte, nämlich die mentale Seite beim Gitarrelernen und dem Zusammenspiel von Geduld, Frust und Erfolg. Also bleibt dran, bis zum bitteren Ende, es lohnt sich. Hallo, Stefan Petrik hier und willkommen im neuen Video. Ich erlebe es eben immer wieder hier bei mir im Unterricht, dass der Frust doch auch schnell mal Überhand nehmen kann, wenn bestimmte Dinge nicht klappen. Oder sagen wir mal, wenn sie nicht relativ zeitnah klappen. Fertig. Oder wenn man merkt, dass man nicht so zum Üben kommt, wie man sich das vorgenommen hat. Oder auch trotz regelmäßigem Üben nicht so schnell vorwärts kommt, wie man das eben gerne hätte. Was ich auch oft höre, ich weiß doch, wie es geht, wieso klappt das jetzt nicht? Ja, der Kopf weiß relativ schnell, was die Finger zu tun hätten. Das ist nicht das Ding, aber die Finger machen es halt noch nicht genau so. Für jeden, der Gitarre spielt, eigentlich eine alltägliche Situation, sonst bräuchte man ja nicht zu üben. Vielleicht kennst du das ja alles, eventuell hast du Ähnliches auch schon bei dir selbst beobachtet. Dann wird es Zeit, dir bewusst zu werden, wie Geduld oder auch Durchhaltevermögen, Frust und damit auch Erfolg im Sinne von Fortschritt zusammenhängen. Natürlich immer vorausgesetzt, du magst, was du da machst. Aber das hoffe ich doch. Und du bist bereit, Zeit und Mühe zu investieren. Denn wer nicht übt, der lernt auch nicht Gitarre. Und schon gar nicht so, dass irgendjemand, der noch einigermaßen funktionierende Ohren hat, ertragen kann, demjenigen zuzuhören. What? Wer nicht dazu bereit ist, sich regelmäßig mit seiner Gitarre auseinanderzusetzen, bei dem bleibt dann nur der Frust. Der braucht dann auch keine Geduld, weil Erfolg bzw. Fortschritt wird es so keinen geben. Aber es hat mit dir ja sicher überhaupt nichts zu tun. Du bist voll motiviert und spielst und übst auch täglich oder zumindest fast täglich auf deiner Gitarre. Hast aber auch dann vielleicht schon gemerkt, dass das Gitarrelernen weit mehr ist als das Beherrschen von Akkorden, Techniken und Noten. Es ist eben auch eine mentale Reise, die von Höhen und leider auch Tiefen begleitet wird. Der Weg von den ersten, manchmal auch schmerzhaften Versuchen, eine Saite richtig zu greifen, bis hin zum flüssigen Spielen eines Lieblingssongs, das alles ist voller Herausforderungen. Diese Reise, und es ist eine lange Reise sogar, erfordert Geduld und vor allem auch die Fähigkeit, mit Frust umzugehen. Denn er kommt irgendwann. Und deshalb ist es umso wichtiger, die kleinen Erfolge und Fortschritte, die man macht, zu schätzen und sich darüber freuen zu können. Am Anfang steht die Vorfreude. Klar, sonst würde man das ja überhaupt gar nicht erst anfangen. Viele, die sich für das Gitarrespielen entscheiden, haben sogar schon eine klare Vorstellung davon, welche Songs sie irgendwann spielen möchten. Die Realität holt einen aber ziemlich schnell ein. Die Finger tun weh, die Bewegungen sind unbeholfen und es scheint, als ob jeder Akkord ewig dauert, um sauber zu klingen. Und genau hier zeigt sich die erste große mentale Herausforderung: Geduld. Geduld bedeutet, kleine Fortschritte zu akzeptieren und zu verstehen, dass das Lernen eines Instruments Zeit braucht. Der Prozess des Lernens ist niemals linear. Es verläuft immer wellenförmig. Es gibt Tage, manchmal auch Wochen, an denen es sich anfühlt, als würde man rückwärts gehen, obwohl man regelmäßig übt und bisher auch gute Fortschritte gemacht hat. Und diese Phasen kommen immer mal wieder. Wer da dann keine Geduld aufbringt, läuft Gefahr, die Motivation zu verlieren und dann hinzuschmeißen. Wer allerdings geduldig ist, also geduldig genug, um diese schwierigen Phasen zu überstehen, für den geht es immer weiter in die richtige Richtung. Und es wird dir bewusst, jeder noch so kleine Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Kein Lernen ohne Frustration. Und gerade beim Gitarrelernen ist das besonders spürbar. Es gibt immer wieder Momente,
in denen es scheint, als ob man eine unüberwindbare Wand vor sich hätte. Stichwort hier F-Dur oder auch sonstige Barré-Akkorde. Das ist immer eine Wand, bei der es sich anfühlt, als würde es nie mehr weitergehen. Aber ich denke, jeder Gitarrist kennt dieses Gefühl, und zwar genau an dieser Stelle. Oder auch manche Begleitrhythmen, das Fingerpicking oder bei E-Gitarristen das Solospiel, das ja am Anfang eher an Katzengejammer erinnert. Das sind alles Herausforderungen, die schon etwas demotivierend sein können. Aber dieser momentane Frust ist nicht das Ende, sondern ein notwendiger Teil des Lernprozesses. Er zeigt dir einfach, wo deine momentanen Grenzen liegen. Und du erfährst dadurch, wo noch Verbesserungspotenzial besteht, an was du nochmal rangehen musst, eventuell deine Technik hinterfragen musst oder einfach nur weitermachen musst, weil sich das Problem dann irgendwann wie von selbst erledigt. Weil deine Finger vielleicht einfach nur etwas mehr Zeit brauchen. Wieso klingt das so Lass dich dann auf keinen Fall vom Frust überwältigen. Nimm ihn als Ansporn, weiterzumachen. Du wirst sehen, es wird wieder besser. Irgendwann hast du diese Wand dann hinter dir gelassen und denkst nicht mal mehr daran. Dabei kann auch mal ein Wechsel der Perspektive helfen. Anstatt jetzt zu jammern, was alles noch nicht funktioniert, einfach mal kurz zurückgehen und die Fortschritte, die du bereits gemacht hast, erstmal bemerken und dann endlich auch mal anerkennen. Gerade deshalb gehört zum Gitarrelernen ja auch unbedingt dazu, nicht nur die Sachen zu spielen oder zu üben, die jetzt laut Unterricht, Lehrbuch, also irgendwie laut Plan oder Lehrplan gerade dran sind, sondern immer wieder auch beispielsweise Songs aus den letzten Lektionen zu spielen. Vor allem die, die einem besonders Spaß machen. Auf einmal merkt man nämlich, wie diese vermeintlich einfachen Sachen plötzlich ganz leicht von der Hand gehen. Und vor ein paar Wochen waren die ja auch noch schwer. Du weißt, was ich meine. Nach vielen Stunden des Übens, hinfallen, wieder aufstehen, kommt der Moment, in dem man plötzlich selbst realisiert, dass man ein Lied, das vorher unmöglich erschien, auf einmal für sich spielen kann. Oder wieder unser F-Dur, auf einmal klappt's. Sogar der Wechsel ohne Pause. Diese Erfolge mögen dann schon wieder klein erscheinen, aber sie haben eine extrem wichtige Bedeutung. Sie sind die Bestätigung dafür, dass sich deine harte Arbeit, und ja, ein Instrument zu lernen ist harte Arbeit, und dein Durchhalten gelohnt haben. Und genau diese Erfolge stecken auch in ganz vielen kleinen Momenten. Jeder neue Akkord, der zum ersten Mal richtig klingt, ein Rhythmus, der plötzlich flüssig läuft. Oder wenn man sich auf einmal selbst gerne zuhört. Das ist ja bei vielen lange nicht der Fall. Nimm diese Erfolge bewusst wahr und genieße das. Sei stolz darauf. Denn genau das ist dann der Treibstoff, der dich durch die nächste Wand, den nächsten Frust und die nächste schwierige Phase bringt. Vielleicht hast du es inzwischen gemerkt, wer mit dem Gitarrespielen beginnt, lernt eben nicht nur Akkorde und Melodien, sondern tatsächlich auch wichtige Dinge fürs Leben. Geduld, Beharrlichkeit und die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen. Soviel von mir zur mentalen Reise beim Gitarrelernen. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.